Videos über Neuwagen sind super, Videos über Gebrauchtwagen müssen natürlich auch sein. Und das nehme ich natürlich mal zum Anlass, um hier über den Hyundai i30 N-Line zu reden. Ich habe den jetzt 2 Jahre lang gefahren, muss ihn nach 2 Jahren jetzt wieder abgeben und wollte euch mal so ein kleines Fazit setzen, was man mit dem Auto so erleben kann, wie zuverlässig er ist, wo er seine Schwachstellen hat, wo er seine Stärken hat und wie das Fahrzeug sich so über 2 Jahre lang gefahren hat. Alles das erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Und natürlich, wenn man sich den Hyundai so anschaut, dann sieht man natürlich von der Größe her, ist er eine Golf-Klasse. Meiner Meinung nach noch ein bisschen größer als ein Golf, denn der Kofferraum, der ist schon deutlich größer und man kann natürlich auch viel, viel mehr einladen. Und das ist schon mal die erste Stärke, dass man wirklich auf so einer kompakten Größe ein richtiges Laderaumwunder hat. Und das hat mich sozusagen jetzt in den 2 Jahren wirklich positiv begeistert. Ich bin viel mit Technik unterwegs und viel auch mit großen Anlagen oder anderen Geschichten. Und es ist einfach cool, dass man mit dem Auto wirklich eine ganze Menge wegkriegt, Rückbank runtergeklappt und schwuppdiwupp ist es dann sozusagen noch mal ein bisschen größer da hinten. Also bis jetzt brauchte ich noch kein Zusatzfahrzeug und auch keinen Hänger und bei der Größe bin ich echt damit zufrieden. Also erstmal schon mal Daumen hoch für das Platz- und Raumangebot. Das zweite ist natürlich die Ausstattung. Wenn du hier im Hyundai i30 N-Line sitzt, dann hast du gegenüber dem normalen Hyundai natürlich ein paar bessere Features. Zum einen das Lenkrad. Das ist jetzt in meiner Ausstattung auch noch beheizt. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und du hast natürlich hier so ein bisschen, den Rennmodus. Du hast Schaltwippen am Lenkrad. Kannst du alles nutzen, aber es ist natürlich nicht so, als wenn du jetzt sozusagen ein sportliches Fahrzeug in der Hand bzw. unter dem Hintern hast. Das hat hier nur 140 PS und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Aber du hast natürlich dieses Rennfeeling in der Ausstattung mit drin. Also ich sag mal so, die N-Line-Ausstattung, da ist ja sozusagen der Schalthebel ein bisschen anders, da ist das Lenkrad ein bisschen anders und da sind die Sitze etwas anders. Und genau da sind wir auch beim nächsten Thema. Von den Sitzen her in dieser N-Line-Ausstattung, das sind so halb integrierte, wunderbare, schöne, gemütliche Sitze. Also ob du wirklich den Weg zur Arbeit dann hier mit dem Auto in den Sitzen verbringen musst oder auch mal 400 bis 800 Kilometer am Stück unterwegs bist, du steigst hier aus mit einem angenehmen Gefühl, also hier brennt da nichts im Rücken, du hast auch keine Rückenschmerzen oder irgendwelche anderen, bei manchen Autos hast du halt so eine komische Sitzposition oder so eine komischen Sitze, die drücken halt im Rücken und die sind nicht angenehm. Hier hast du wirklich alles einzustellen. Teilweise kannst du hier dann auch nochmal die Lendenwirbelstütze verstellen. Also von den Sitzen her muss ich ehrlich sagen, auch eine ganz, ganz große, super Geschichte hier bei dieser Ausstattung N-Line. Nochmal Daumen hoch für die Sitze. Da sind wir natürlich beim Thema Ausstattung. Und von der Ausstattung her kann man wirklich sagen, Hyundai Preis-Leistungs-Verhältnis ist immer noch sauber und entspannt. Das Fahrzeug hat hier wirklich komplett fast eine Vollausstattung. Das Einzige, was hier nicht drin ist, ist das Dach und der Warner, der tote Winkelwarner hier im Spiegel. Und ansonsten ist hier wirklich fast alles komplett drin in dieser Variante. Sitzheizung, Lenkradheizung, du hast eine Kamera hier drin, du hast das Navigationssystem drin, du hast den Spurhalteassistenten und. Also man könnte natürlich jetzt immer noch aufzählen, aber ich sag mal so, die Ausstattung hier beim Hyundai N-Line lässt wirklich keine Wünsche offen und man sollte dann auch gucken bei Gebrauchten, ob man eine gute Ausstattungsvariante bekommt. Das ist auf alle Fälle eine gute Geschichte und ihr werdet es nicht bereuen, ein bisschen höher von der Ausstattungsvariante rangegangen zu sein, denn das, was hier geboten wird, macht echt Spaß.
So, die meisten interessiert natürlich dann auch der Verbrauch. Das ist hier ein Benziner mit 140 PS, der 1,4 Liter hat und vom Verbrauch her kannst du eigentlich auch nicht meckern. Also ich bin jetzt im Durchschnittsverbrauch über die 2 Jahre zwischen 7,4 und 7,8 Litern gelandet. Das finde ich persönlich eine unwahrscheinlich gute Sache. Ob nur Stadtverkehr oder Überland, ich fahre meistens einen Arbeitsweg von ca. 50 bis 60 Kilometer am Tag hin und zurück. Das ist natürlich meistens nur geradeaus und zu 80% auch dann Schnellstraße und ja, eigentlich komplett durchfahren ohne Stadtverkehr. Ein bisschen Stadtverkehr ist mit dabei. Aber du hast natürlich auch den Stadtverkehr, wo du dann was erledigen musst, wo du einkaufen musst und andere Dinge hier in dem Auto durchführst. Und der Durchschnittsverbrauch in den 2 Jahren, da kann ich wirklich komplett die Hand für ins Feuer legen, liegt zwischen 7,4 und 7,8 Litern, was ich jetzt für den Motor als relativ entspannt empfinde. Fahrgefühl ist natürlich noch so eine nächste Geschichte und da muss ich auch sagen, also ich bin da von einem Hyundai Tucson hier in dieses Fahrzeug eingestiegen und hatte natürlich erstmal meine Probleme mit der Höhe. Es war so tief und dann auf einmal so klein. Der Tucson ist ja ein bisschen größer und ich habe mich relativ schnell hier an dieses Auto gewöhnt, weil es einfach vom Fahrkomfort dir auch eine ganze Menge bietet. Also wer jetzt sozusagen das Luxusproblem hat, der ist hier auch relativ gut aufgehoben. Also mit diesem Fahrzeug hast du jetzt auch nicht so die großen Probleme. Dadurch, dass du natürlich auch viel Ausstattung hast, kann man eigentlich sagen, also das Fahrgefühl, ich bin 800 Kilometer mal durchgefahren oder halt Langstrecken, du steigst ordentlich aus hier aus dem Auto, du hast alles, was du brauchst durch das Navigationssystem. Wenn der Po kalt wird, dann machst du schön die Sitzheizung an. Das ist auch eine unwahrscheinlich schöne Geschichte. Ich würde kein Auto mehr kaufen ohne Sitzheizung. Ich liebe meine Sitzheizung. Lenkradheizung, ja, ist so ein Luxus, muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Ist mal ganz lustig, wenn du jetzt sozusagen dann bei kalten Tagen oder Nächten dann die Hände ans Lenkrad lehnen kannst und das ist dann relativ warm ringsrum. Ja, ist okay, aber wie gesagt, muss ja nicht sein. Gleichzeitig natürlich auch noch hier für dein Smartphone die Ladeschale mit integriert. Auch eine sehr schöne Geschichte. Mit dem Getränkehalter und den Ablagen und den verschiedenen Fächern kommst du wunderbar klar. Kannst auch mal mit deiner Family eine kleine Wochenendreise machen. Da reicht der Kofferraum dicke aus. Das Platzangebot vorn und hinten ebenfalls. Also so ein bisschen über die Golfklasse hinausgeschaut. Eine wunderbare Geschichte, kann ich nicht meckern. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, wo man so ein bisschen meckern muss. Und zwar geht's los hier vorne an der Isolierung vor der Frontscheibe. Da kommt so langsam die Isolierung hoch. Das weiß ich nicht, was das ist. Das ist so ein Gummi- oder Plastikband. Das hat sich so nach 2 Jahren so ein bisschen hier direkt in den Innenraum gewölbt. Aber ansonsten kann man nicht viel meckern. Das andere war natürlich, dass ich über die Start-Stopp-Taste ein leichtes Problem hatte, aber das wirklich nur einmal aufgetreten. Und zwar habe ich die Start-Stopp-Taste ausgedrückt und der Motor ist weitergelaufen. Dann habe ich sie nochmal ausgedrückt, ist der Motor trotzdem weitergelaufen und dann ganz komisch, so als wenn der nur auf 3 Töpfen läuft und dann ist er irgendwann ausgegangen. Aber dieses Problemchen kam eigentlich wirklich nur einmal vor und dann nie wieder. Also kann sein, dass er mal einen schlechten Tag hatte. Und ansonsten bringt er dich natürlich zuverlässig wohin du willst, auch nach 2 Jahren. Ich habe jetzt 45.000 Kilometer mit dem Auto runter und kann sagen, wenn du den Serviceintervall mitnimmst, alle 15.000 Kilometer, dann hast du hier echt Spaß an dem Auto. Da geht nicht so viel kaputt. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch die Hyundai-Garantien. Kann man sagen, gut gemacht und da bist du auch einigermaßen gesaved. Wenn wir jetzt über die Autobahn reden, dann ist das natürlich eine Sache, wo man gut aussieht mit der Außenverkleidung des Fahrzeugs. Also der ist ja auch ein bisschen auf Renn und Rallye gemacht. Innen natürlich auch. Aber das Problem ist natürlich auf der Autobahn, sind dann auch die Experten, die dann so im Dunkeln, wenn sie es relativ schlecht erkennen, denken, du hast ein Hyundai N unter dem Hintern und wollen natürlich mit dir ein Rennen fahren. Und genau an dieser Stelle hast du natürlich bei einem BMW M3 oder anderen relativ hochpersigen Fahrzeugen verloren. Denn du hast natürlich ein Auto, was so aussieht, als wenn es schnell ist. Aber dieses Fahrzeug ist natürlich nicht schnell. Mit seinen 140 PS kann man alles machen, kann man auch wunderbar überholen. Dafür reicht es dicke aus. Aber um sich jetzt ein Rennen zu liefern, auf der Autobahn direkt und das noch mit einem hochpreisigen Fahrzeug,
Da ist es dann nicht so optimal und du hast schon öfter mal die Leute, die gucken oder eine aber wie gesagt, ist halt ein Scherz und ist natürlich auch so zu verstehen. Mit dem Auto kannst du jetzt sozusagen keine Rennen gewinnen, obwohl es so aussieht. Das war es eigentlich, was ich euch so ein bisschen vermitteln wollte vom Hyundai i30 in der N-Line. Ich kann mich nicht beschweren, ich bin eigentlich zufrieden zu 95% und alles, was du brauchst, um von A nach B zu kommen, um auch längere Strecken zu fahren, um auch deine Familie, deine kleine Familie zu bewegen. Es ist alles hier im Hyundai i30 N-Line zum sauberen Preis-Leistungs-Verhältnis vorhanden. Du hast eine super gute Ausstattung, du bist ein bisschen sportlicher unterwegs, auch von der Innenausstattung. Macht einfach Spaß, in dieses Auto einzusteigen, weil es auch so ein bisschen, naja, es sieht einfach super aus und teilweise wirklich auch höherwertig. So ist meine Meinung und mein Fazit. Also Hyundai i30N, Daumen hoch, beziehungsweise Hyundai i30 N-Line. Entschuldigung, jetzt war ich schon wieder beim N. Also Hyundai i30 N-Line, Daumen hoch, schöne Ausstattung, macht Spaß. 2 Jahre mit dem Fahrzeug waren für mich super. Ich würde mir immer wieder kaufen. In diesem Sinne, tschüss, bye bye und winke, winke, sehr gern bis zum nächsten Video.